Die 2 Sorgen eines Mannes. Was ziehe ich an und was koche ich meiner Frau? Moin! Ja, herzlich willkommen aus dem Mini-Wohnwagen. Moin! 5 Quadratmeter Glück und genau darum geht's. Wir sind ja oft lange unterwegs, 3-4 Monate am Stück auf 5 Quadratmetern und da haben uns so viele von euch schon gefragt, in den letzten Monaten, aber auch sonst immer mal wieder, aber auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich und wieso habt ihr bislang noch nicht die Scheidung eingereicht, wenn ihr auf so engem Raum so lange Zeit zusammenlebt? Ihr hört alles, ihr seht alles, ihr riecht alles. Ihr macht sehr viel gemeinsam, weil nun mal der Raum so ist, wie er ist. Man kann ist. sich nicht aus dem Weg gehen, dann arbeitet ihr auch noch. Und es funktioniert tadellos. Es hat was von symbiotisch Zusammenleben, aber wir akzeptieren uns auch als Individuum. Und da haben wir ein paar Regeln, ein paar Annahmen, also solche... Oder eher Grundsätze, nach denen wir leben, zusammengefasst. Ja. Und das funktioniert tadellos. Also wir sind jetzt seit 11 Jahren zusammen, davon 5 Jahre verheiratet und auch 4 Jahre unterwegs mit über 200 Reisetagen im Jahr. Seid ihr wirklich immer so gut drauf? Und so, und tatsächlich ist es so, ja, wir sind nicht immer gut drauf, aber wir streiten uns extrem selten. Dafür haben wir auch ein paar Grundsätze. Und darum geht es in diesem Video, wie wir es machen. Es ist kein Beziehungsratgeber, wir sind nicht psychologisch. Wir lassen euch einfach an unserem Leben teilhaben, an unseren Grundsätzen. Und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken. Los geht's! Wir sind mittlerweile seit 11 Jahren zusammen und bei uns war von Anfang an klar, die Base, die Grundlage unserer Beziehung ist, der andere liebt mich, egal was ist, immer. Und danach leben wir auch. Ja, also das heißt, für den Alltag, also jetzt denkt man, ja gut, das ist ja Süßholzgeraspel, der andere liebt mich und so. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir, egal was der andere jeweils tut oder so, die Grundannahme ist immer, der andere liebt mich, er möchte mir nichts Böses. Das heißt, er möchte nicht besser dastehen, er möchte mich nicht über den Tisch ziehen, mich nicht hintergehen oder sonst irgendetwas. Oder mich bloßstellen, sowas halt. Sondern grundsätzlich ist es halt so, die Grundannahme, also der andere liebt mich, und damit ist schon mal gut und will mir nichts Böses. Hört sich einfach an, ist aber für uns einer der Pfeiler, das haben wir auch relativ schnell gesagt, und gesagt so, als wir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, und gesagt haben, wir lieben uns doch, deswegen sind wir zusammen und da muss kein Misstrauen sein oder so. Und damit geht ja auch direkt einher. Punkt 2. Genau. Wir vertrauen uns zu 100% immer. Und das hat im Prinzip schon angefangen, als wir uns kennengelernt haben, war ich halt noch Studentin, beziehungsweise habe gerade angefangen zu studieren. Ich hatte vielleicht schon 1, 2, 3 Jahre gearbeitet vorher. Vielleicht. Aber ich meine, es ist ja heute kein Problem mehr, wenn der Mann ein bisschen jünger ist als die Frau. Genau. Auf jeden Fall war ich halt mitten im Studio. Markus hat halt einfach schon einen guten Job gehabt, hat gut verdient. Und dann war halt irgendwie relativ schnell klar, hey, meine finanziellen Mittel sind irgendwie hier und Markus. Also ich habe halt gedacht, als wir damals zum Beispiel beim Thema Urlaub oder so, wo ich gesagt habe, hör mal, wenn wir uns jetzt an deinem Gehalt oder an deinen finanziellen Möglichkeiten orientieren, dann pennen wir wieder im Hostel oder so. Nicht das Schlechteste, also ich erinnere mich da an wunderbare Nächte in Athen, aber das ist eine andere Geschichte, damals Interrail. Und dann hast du eigentlich relativ schnell gesagt, Jules, weißt du was, wir machen gemeinsame Kasse. Und da ist Markus natürlich wesentlich mehr ins Risiko gegangen als ich. Da haben ganz viele Freunde gesagt, die auch Unternehmen gesagt haben, bist du bescheuert und ihr könnt doch, wenn das auseinandergeht oder sonst irgendwas. Aber bei uns war relativ schnell klar, wir lieben uns. All in. All in und ich möchte mein Leben lang mit Markus zusammen sein und Markus möchte sein Leben lang mit mir zusammen sein. Das war irgendwie von Anfang an klar. Und ich muss sagen, auch als wir dann geheiratet haben, wir haben ja zum Beispiel auch keinen Ehevertrag oder so gemacht, weil wir einfach gesagt haben, nein, wir vertrauen uns. Und ich muss sagen, das war einfach eine so wichtige Entscheidung, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung, weil wir dadurch einfach eine Base hatten, auf der wir alles weitere aufbauen konnten. Und das war halt einfach richtig. Das haben wir auch bewusst getan, also bewusst aufgebaut. Ich habe einige Bekannte und Freunde, die regeln gewisse Sachen anders. Und es ist einfach, ich bin ein großer Freund von Kant, da an der Stelle die normative Kraft des Faktischen. Und die haben Sachen anders geregelt und sagen, ja, es ist ja so. Beispielsweise in einem Fall ist im Grundbuch vom Haus nur der Mann eingetragen. Und jetzt muss die Frau darauf vertrauen. Das tun die auch und das wird auch so kommen. Also wenn da mal was wäre, würde ich auch sagen, es ist so. Aber es ist etwas anderes, ob beide drin stehen oder nicht. Und es ist halt, was du schwarz auf weiß hast, kannst du getrost nach Hause tragen. Es ist eben faktisch etwas anderes, ob du drin bist, also eingetragen bist oder ob du vertrauen musst beispielsweise. So. Und das ist halt doch der kleine Vorteil beim anderen oder so. Es sind oft so diese Kleinigkeiten und Symbole, wodurch man sich eben zeigen kann, nein, wir sind gleichberechtigt, wir sind gleich starke Partner. Und das gilt halt einfach. Also das sind jetzt mal die 2 Grundannahmen. Genau. Also
wir lieben uns, wir möchten uns nichts Böses und hundertprozentig vertrauen, es ist all in, alles oder nichts, so beispielsweise. Weil wenn ich nicht alles gebe, kann ich nicht alles erwarten. Bringt uns zu Punkt 3. Ja, Punkt 3 ist im Prinzip auch was immer sehr einfach klingt, was uns aber extrem wichtig ist. Und zwar, wir gehen nie im Streit schlafen und keiner fährt im Streit weg und eben auch unterwegs. Wir streiten uns, dann reden wir drüber, dann diskutieren wir das aus, aber ich fahre dann nicht... schlaflose Nächte gebracht, genau. Aber du weißt halt einfach nicht, und das haben wir halt auch im sehr engen Freundeskreis schon erlebt, man weiß halt einfach nicht, ob man morgen aufwacht, so doof wie es klingt, und wir leben da jetzt auch nicht jeden Tag in Angst, oh Gott, vielleicht Nein, es hat mit Angst nichts zu tun, aber es hat was damit zu tun, das ist Memento Mori, also bedenke, dass du sterblich bist. Das kommt im Ursprung, also die Stoiker haben das schon sehr lange, ob Marc Aurel, Seneca, die ganzen alten Griechen, mach dir bewusst, dass du sterblich bist, dass das hier eine zeitlich begrenzte Angelegenheit ist, um wichtig von unwichtig zu trennen. Wenn man halt weiß, man hat nur so und so viele Tage auf diesem Planeten und da möchte ich gerne jeden Tag so verbringen, ich will jetzt nicht sagen, als wenn es der letzte wäre, das ist Quatsch. Aber eben einfach kein Streit, es könnte der letzte sein und ich hätte, das wäre schon eine Lebenslast, einfach wenn wir zwar Riesenstreit hätten, Jules fährt Fahrrad oder so, wird vom Bus erfasst, ist tot. Ja. Genau, und das ist halt auch so der Punkt, wenn einer von uns ein Problem hat, spricht er es halt an. Das halte ich halt auch für sehr, sehr wichtig, weil man kann ja nicht immer irgendwie erahnen, was der andere gerade hat und nur wer redet, dem kann geholfen werden und das machen wir dann halt. Ja. Und das ist halt auch gerade auf so engem Raum super wichtig, wenn es einem vielleicht nicht gut geht oder so, dass man das halt eben kommuniziert, dass der andere auch einfach eine Chance hat, darauf zu reagieren. Ist ja auch althergebracht, ne? Also einem sprechenden Menschen ist zu helfen, Binsenweisheit, also was heißt Binsenweisheit, dass man drüber redet und wir reden da halt drüber. Also für mich war das nochmal ein Riesenpunkt, als ich die Stoiker neu entdeckt habe. Wirklich dieser Punkt, bedenke, dass du sterblich bist. Und Marc Aurel, also ich kann dieses Buch sehr empfehlen, Selbstbetrachtung von Marc Aurel, von seinerzeit dem mächtigsten Mensch auf diesem Planeten, römischer Kaiser, was der da an Demut reingeschrieben hat. Und, und da auch wirklich diese Betrachtungen, dass er sagt, also okay, nutz die Zeit sinnvoll. Finde, wenn du bedenkst, dass du sterblich bist, dann kannst du auch eine innere Ruhe entwickeln. Der Tod, der kommt ist unausweichlich, steuern wir alle drauf zu. Früher oder später machen wir zum letzten Mal die Augen auf und dann zum letzten Mal wieder zu. Und ich finde das überhaupt keinen depressiven Gedanken, sondern eher im Sinne von, er stärkt mich im Alltag. Und dass ich da halt versuche, in Ruhe, also Ruhe zu finden und so, weil von Angst getriggert sind wir genug. Angst wird im Schulsystem gepredigt und immer die Vergleichbarkeit, immer im Wettbewerb, immer bin ich gut genug, bin ich besser als die anderen, was mögen die anderen denken. Dieses im Außen und dieses ich bin sterblich hilft mir. Und es ist schwer genug und es gelingt mir auch nicht immer, also um Gottes Willen, aber mehr ins Innere zu gucken und bei uns zu sein. Ja, und da passt eigentlich auch sehr, sehr gut unser nächster Punkt zu, bei diesen Bewerten und so weiter. Was ist denn der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist, akzeptiere die Stärken und Schwächen des anderen. Was meinen wir damit? Also bei der einen Sache gibt es halt einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei mir, ich bin halt einfach die Hölle tollpatschig. Also wirklich, mir fallen gerne Sachen um und ich schmeiß gerne Sachen um. Diese Müsli-Box ist gerade so wupp gehüpft. Hui, hier drin. Und Julia hat Glück gehabt, dass sie überlebt hat. Ach, hör auf jetzt. Fast wäre ihr Fuß gebrochen. Gute Müsli. Es gibt Bodenmüsli. Ich helfe dir mal. Ja, und das ist zu Hause schon ein Thema. Typisch Morgenbaum. Das ist so fies. Jules sagt, oh, was ist los? Nix. Das haben wir auch schon mit Mehl durch. Mit Salz geht das auch zu. Nudeln mit Nudeln. Mit Nudeln geht's gut, nur mit Nudelsoße. Ja, aber also ich wollte die Milch schütteln. Das ist ja auch schön so. Wir haben ein Lächeln am Morgen, weil Markus nimmt mich da mittlerweile, hat immer schon mich da zum Glück mit Humor genommen. Ja. Aber ich meine, ihr könnt euch das vorstellen, auf 5 Quadratmeter, wo sowieso alles eng ist, alles irgendwie weniger Also wenn Platz hier ein Kaffeefilter umfällt, wo der voll ist mit heißem Kaffeewasser, dann wundert man sich, wohin das überall spritzt und wie lange man auch braucht, bis es wieder beseitigt ist. Dann kann man das Frühstück mal locker eine Stunde nach hinten schieben. Und Jules guckt immer, Jules hat, glaube ich, immer den Reflexion so in sich so, boah, wenn ich das jetzt erleben würde mit einem anderen, würde ich mich aufregen. Und ist dann so, ich reg mich nie auf, weil ich sage, Jules, ich liebe das an dir. Markus nimmt es halt voll mit Humor, was zur Folge hat, dass eine Situation, die halt jetzt mega negativ ausfallen könnte, wo sich jeder aufregt, wir lachen dann halt, wir haben wegen meiner Tollpatschigkeit haben wir schon so viele lustige Momente gehabt. Es macht halt so viel mehr Sinn, die Stärken zu stärken, als immer an den Schwächen zu arbeiten. Die Schwächen akzeptieren zu lernen und idealerweise noch, das hat für mich
mich auch nichts mit Blauäugigkeit zu tun. Oder selbst wenn, ist mir auch egal. Und da passt halt auch total gut der nächste Punkt. Also nicht nur irgendwie die Schwächen zu akzeptieren, sondern auch den anderen dahingehend zu unterstützen. Weil was bei uns der Fall ist, wir machen eine Sache gerne, von der wir wissen, dass der andere da überhaupt keinen Bock drauf hat. Weil dann freut es uns, weil wir wissen, der andere freut sich, dass man das gemacht hat. Das ist im Prinzip doppelte Freude. Also sei es sowas wie... Ich habe ein Beispiel. hau raus. Jules hasst es zum Beispiel, Holzbrettchen abzuwaschen oder die auch zu Öl. Warum auch immer, und Holzbrettchen abwaschen ist für sie eine Pest. Ich mag das mindestens genauso ungerne, aber ich weiß, dass ich Jules damit eine riesen Freude mache, wenn es nachher, wenn sie kommen, ist es erledigt. Und dann macht mir das mega Spaß, weil ich sage, nachher freut sich Jules und dann habe ich meine Welt im Döschen. Oder abends, wir sind ja auf 5 Quadratmeter, wir haben hier die Sitzecke, die bauen wir zum Bett um. Und das mache ich halt immer, weil ich weiß, Markus hat da so überhaupt keinen Bock drauf. Na klar, ich habe da jetzt auch nicht jeden Tag Bock drauf, aber ich weiß halt, Markus freut sich danach. Und genau das sagen wir dann halt auch. Wie oft sagst du irgendwie, hey, cool, dass du das Bett umgebaut hast, mega. Achtsam miteinander umgehen und ihr glaubt nicht, wie oft wir am Tag Danke sagen. Danke, dass du Wasser geholt hast. Nicht ritualisiert. Also es ist nie Floskel oder sonst irgendwas, aber sich auch zu bedanken, weil Jules kocht immer beispielsweise oder ich mache immer Equipmentpflege und draußen man die macht Sache. es dann auch lieber, wenn man diese Wertschätzung über das Danke bekommt. Das ist immer so schön, wenn Markus sagt so, oh, danke, dass du heute gekocht hast. Das ist so Jules lecker. hat zum Beispiel eine Sache, Jules hat auch meine Kulturtasche im Blick beispielsweise. Also ich würde halt doof, ich gehe halt heute duschen, Duschgel ist leer, dann kannst du die Uhr nachstehen, dann gehe ich morgen duschen und dann stehe ich in der Dusche und denke, ach ja, stimmt, Duschgel ist ja leer. Ja, und ob ich jetzt auf eine Kulturtasche oder zwei Jules wechselt das dann aus und dann bin ich aber auch duschen. Mir fällt natürlich auf, da ist ein neues Duschgel drin und dann im Laufe des Tages sage ich, ja, übrigens, danke, dass du das neue Duschgel reingetan hast. Also so Kleinigkeiten, die Wertschätzung und so und das nicht abebben lassen. Der andere erwartet dieses Danke nicht, es ist auch nicht nötig und es soll auch auf gar keinen Fall ritualisiert, also floskelhaft, ja, sagt man jetzt halt oder so, sondern einfach, das hat auch was mit dem Annehmen, mit den kleinen Momenten, das hängt ja eh alles zusammen, auch mit dem Memento Mori. Es ist der Moment und dann kann man noch kurz Danke sagen, nicht weil man muss, sondern weil man möchte und einfach selber den Moment dadurch anhebt und ihn anders, und mehr wertschätzt einfach in dem Moment. Es macht einen Unterschied in der Stimmung und gerade auf 5 Quadratmetern ist die Stimmung so wichtig, weil du natürlich auch einfach sehr eng aufeinander bist und die Stimmung vom anderen halt wirklich direkt mitkriegst, weil keiner sich mal in einen anderen Raum setzen kann oder so. Ja, und dadurch, also mit den Stärken und Schwächen, also da positiv ranzugehen, sowieso an die Stärken und auch an die Schwächen und überhaupt eine positive Grundeinstellung zu haben, ist, glaube ich, in heutigen Zeiten für uns zumindest unglaublich wichtig. Ich kann ohne Probleme den ganzen Tag, oh, da sind Kriege, da verstehe ich die nicht, den nicht, jenen nicht und so weiter, was machen die da und so weiter und so fort. Aber wenn ich mich darauf besinne, auf unseren Kleinen, hier ist immer alles in Ordnung, hier verstehe ich immer alles, das, was ich nicht verstehe, kann ich sagen, können wir da bitte mal drüber sprechen oder umgekehrt. So, und daraus Kraft zu ziehen. Also wenn ich versuchen würde, Kraft daraus zu schöpfen, dass ich die Welt verstehe, gerade aktuell, da würde ich sagen, Jung, man kann es machen, aber das hat keinen Sinn. Und, aber ich kann im Kleinen wirken und versuchen im Kleinen, oder wir können versuchen im Kleinen zu wirken, im Kleinen die Welt ein bisschen besser machen. Wir werden immer wieder gefragt, seid ihr wirklich immer so glücklich oder gut drauf? Beziehungsweise viele, die uns kennenlernen, sagen, boah, ihr seid ja wirklich so gut drauf. Und ja, und es hat auch einfach was mit der Einstellung zu tun. Das heißt nicht, dass wir immer alles positiv sehen und yay, und du kannst immer lernen, keine Ahnung, gar nicht. So drüber gestülpt ist, so künstlich Null, oder so. Sondern eher, wenn wir zum Beispiel, das hatten wir auf dem letzten Platz, wo wir waren, in Fontvieille, da hatten wir wirklich, ich kann es jetzt einfach sagen, einen richtigen Kacktag. Also wirklich so einen gebrauchten Tag. Ich hatte den vor allem. So, du hattest den vor allem. Hab dich damit reingezogen Ja, quasi. und da war dann aber irgendwie auch abends, dass wir gesagt haben, hey, aber guck mal, wir haben voll nett jetzt hier noch gesessen, wir haben noch in Ruhe zusammen gegessen, ich habe frisch gekocht und da dann einfach zu gucken, ja, es war vielleicht viel blöd heute, aber es war halt auch nicht alles blöd. Wir haben voll viel gelacht an dem Tag trotzdem. Und da dann, also es liegt ja an dir, wo du den Fokus drauf legst. Legst du das auf die paar negativen Sachen am Tag oder eben auf die positiven Sachen? Und du kannst 10 negative Sachen haben und eine positive Sache. Wenn du dich auf die positive besinnst, ziehst du auf jeden Fall mehr Energie da draußen. Das war ja auch, als wir Anfang des Jahres im Winter unterwegs waren, habt ihr vielleicht gesehen, einen Wintereinbruch gehabt. Es hat uns das Dach vom nassen Schnee runtergedrückt und seitdem haben wir halt ein Loch im Hubdachstoff. Ein Riss im Hubdachstoff, weil als das Dach von hier runtergegangen ist, hat sich der Stoff eingeklemmt und die Schere... In die Scheren, genau. In die Scheren, die das Hubdach oben halten. Da ist jetzt im Dreiecksfenster zum Glück, nicht im Stoff, der umläuft, so ein kleines Risslein drin.
happens. Wow. Oh, der Stromausfall. Oh, es wird hier immer aufregender. Wir haben das nachts um 4 Uhr gemerkt und wir haben da herzlich drüber gelacht, weil wir in dem Moment gesagt haben, ja und jetzt, wir kriegen es jetzt sowieso nicht weg, es ist jetzt da. Und ich kann mich auch aufregen, davon geht ja nicht zu. Genau. Was ganz wichtig ist, wenn man auf 5 Quadratmetern zusammenlebt und überhaupt beim Campen, Outdoor, ihr werdet es wissen, die Tage sind ja kürzer, also es braucht alles etwas mehr Zeit, es ist alles etwas unkomfortabel und dieses Tempo auch anzunehmen und dann auch das Tempo, was der andere gerade hat. Bei uns ist immer so, der Schwächste gibt das Tempo gerade vor, also quasi insofern keinen zurückzulassen, weil es gibt ja Tage, da habe ich noch unglaublich Lust, weiß ich nicht, in die nächste Ortschaft, den Markt oder eine Wanderung zu machen. Und Jules kommt mit dem Purpose nicht hoch oder umgekehrt. Nee, dann nehmen wir da auch schon auch aufeinander Rücksicht. Das hat was mit dem Symbiotischen zu tun. Wir können alle verstehen, denen das zu symbiotisch ist und die sagen, Gottes Willen, da hat der eine doch kein eigenes Leben. Weil das gibt es nicht. Also wir haben jetzt nicht, ich weiß nicht, ich gehe zweimal die Woche Fußball spielen, Jules hat eine Chorprobe oder sonst weil wir halt auch viel reisen. Wo die Freiräume dann sind, wo du halt Zeit für dich alleine hast. Und aber trotzdem sind wir halt jeder für uns ein Individuum und das ist uns auch klar. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger weiterer Hauptpunkt. Wir sind Individuen und zunächst mal ist jeder für sich selbst verantwortlich. Genau. So, das ist uns beiden auch klar. So symbiotisch wir in Teilen zusammenleben, aber Jules ist für ihr Glück verantwortlich und ich für meins erstmal. Und dann bringen wir das zusammen. Und dann geht's weiter. Und dann kann man auch Verantwortung füreinander übernehmen. Ja, aber an der Stelle ist im Prinzip auch noch das Beispiel, als wir jetzt in Fontvieille waren und diesen Tag hatten, der einfach total gebraucht war. Da habe ich dann zum Beispiel abends gesagt, weil das musste ich auch erst lernen, wie nimmt man sich Zeit für sich auf 5 Quadratmetern? Und das war da zum Beispiel, dass ich zu Markus gesagt habe, weißt du was, leg dich hin, lies eine Runde, schalt deinen Kopf ab, hör Musik und ich gehe jetzt einfach noch mal ins Städtchen. Irgendwie war für mich heute so ein gebrauchter Tag. Kennt ihr so Tage? Dann hat es heute Morgen auch noch die ganze Zeit geregnet, aber jetzt ist die Sonne rausgekommen und ich habe gedacht, komm, ich laufe jetzt einfach mal ins Städtchen. Das sind so 10 Minuten vom Platz durchs schöne Grün und ich merke, es tut jetzt schon total gut. Und hatte halt einfach diese Zeit für mich und Markus hatte die Zeit für sich. Es war echt ein beschissener Tag, um es deutlich zu sagen. Und da war halt dann, aber da greift dann auch Punkt 1 wieder und Punkt 2. Nein, 100%ig Vertrauen, all in. Da ist jetzt nicht, dass sich eine Gedanken, boah, ist da irgendwas. Also solche Gedanken gibt es bei uns schlicht nicht. Genau. Und ich glaube, an der Stelle ist auch wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Wir vergleichen uns auch nicht mit anderen. Ich glaube, das ist auch wirklich der Tod, irgendwie sich mit anderen Beziehungen zu vergleichen. Gerade in Zeiten von Social Media, wo man irgendwie denkt... Vergleichen ist der Tod des Glücks. So, das muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben genauso unsere dunklen Tage, unsere Tage, wo wir diskutieren. Wir haben aber eben auch ganz viele schöne Tage. Und ich glaube, das ist ja bei jedem so. Und das habe ich auch einfach abgelegt. Ich gucke auf uns und eben nicht auf andere. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Ja, und jeden Abend, wie gesagt, schlafen wir nebeneinander ein, Löffelchen meistens. Und da kann der Tag so beschissen, das hört sich super sülzig an und super. Aber nein, aber da habe ich die Welt im Höschen. Ich weiß das einfach wertzuschätzen und nehme das nicht als selbstverständlich. Also das muss ich klipp und klar sagen. Und das ist halt auch so der Punkt. Wir haben uns halt, also als wir uns kennengelernt haben, das war schon sehr herausfordernd, weil wir einen gemeinsamen Freund in den Tod begleitet haben, der leider an Krebs erkrankt ist. Und der war sehr jung. Und das hat uns halt auch einfach am Anfang unserer Beziehung schon direkt gezeigt, hey, das Leben ist endlich und macht das Beste draus. Und dieser Freund konnte halt einfach auf dem Sterbebett sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und das hat uns einfach so viel gegeben, zu sagen, hey, wir wollen uns auch auf das Positive fokussieren und eben nicht auf das Negative. Und was ich an der Stelle, so muss ich unbedingt sagen, dass das so ist, wie es bei uns ist, war halt auch einfach harte Arbeit. Wir haben da wirklich jeden Tag dran gearbeitet und immer drüber gesprochen und gemacht und so. Also, ja, es gab am Anfang, wo wir viel nicht verstanden haben. Was macht der andere? Was treibt er gerade um? Warum verhält er sich so? Was ist da los? Und das ist halt Arbeit. Also ich glaube, eine Beziehung ist eben auch Arbeit, aber es lohnt sich halt. Und genauso wie es sich lohnt, ein Haus zu bauen, also lohnt sich halt auch ich schlag mich für den Vergleich, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber an einem Beziehungshaus zu arbeiten oder so. Da leben wir ja tagtäglich drin oder so. Und da ist mir das Beziehungshaus, also ich habe lieber eine intakte Beziehung als eine riesen Villa beispielsweise. Absolut, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich finde, also das ist für mich eigentlich der absolut wichtigste Punkt und da ist auch einfach der Jackpot, dass wir uns gefunden haben, weil wir an der Stelle einfach so unfassbar gleich ticken. Wir haben halt beide, also wir sind Best Buddies mit unserem inneren Kind. Ja. Wir machen so viel Witze. In die Freiheit, John Dark!
Wir albern so viel rum, uns ist das auch total egal, was andere Also denken. das ist so der 6. oder 7. dann mittlerweile Ja. Punkt. Wirklich das innere Kind leben. Ja. So oft es geht, letztlich einfach durchgehen. Und nicht dafür schämen. Und ich finde, Rot kann nicht tragen. Oh, Markus steht hier fantastisch herrlich. Ja, die 2 Sorgen eines Mannes. Was ziehe ich an und was koche ich meiner Frau? Ich habe da mittlerweile überhaupt keine Angst, ob wir im Baumarkt rumalbern und Jetzt mal schnell. Ach, rechts. Wo kann ich den Service denn buchen? Ja, nur bei Geburtstag. Geburtstag haben. Ah, verdammt. Dankeschön. ich mache das für unseren Spaß und Jules Und wir macht es haben für unseren einen Spaß Spaß. und nicht für den anderen. Und wer denkt, boah, die sind aber albern, sollen sie machen. Es ist, wie gesagt, ich hatte das Beispiel schon mal. Ich hatte mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit jemandem, der sagte, ja, ihr seid aber auch albern, du besonders mit deinem Feuer machen und. Und dann standen wir original, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, neben so einer Buchsbaum, der so in Spiralen geschnitten war. Den hatte er gerade an einem Samstagmorgen, voraussichtlich nachdem er das Auto gewaschen hatte, Entschuldigung, das Vorurteil behaftet, reingesetzt. Und dann, ihr kennt den Spruch, wer das Video gesehen hat, sagt, an welcher Stelle sind wir denn falsch abgebogen? Wo Lagerfeuer und dann das Anmachen mit einem Feuerstahl kindisch ist, aber den Buchsbaum oder was immer dafür gewächst ist, in Regen, also in einer Spirale zu schneiden und dann der nächste Nachbar hatte so ein, ich weiß nicht, ob es eine Ente oder ein Schwan war, sollen sie machen, ist in Ordnung. Aber das ist vernünftig, das ist erwachsen, wo ich denke, können wir diese Grenzen einfach mal lassen. Ja, Humor hilft, Punkt. Das ist wirklich so der... Ja, und das innere Kind ist halt einfach, also ich mag die Bezeichnung, am Anfang mochte ich die nicht so, aber das innere Kind, wie viel man sich abgewöhnt, wo man sagt, jetzt muss man vernünftig sein und das muss man dies und jetzt nicht spielen und jetzt nicht da. Nein, Jules, nicht pusten. Wow, 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 wow. Meine Hand war nur zufällig im Bild. Puste noch mal bitte. Wow, wow. Ein guter Indikator ist auch immer, wenn Kids gerne Zeit mit dir verbringen, hast du irgendwas richtig gemacht. Wir merken das immer, die lieben das, wenn wir rumalbern und so und lachen dann auch ganz doll. Also zusammengefasst kann man sagen, ich habe es mal aufgeschrieben, um es auf eine Formel zu bringen. Also der andere liebt mich, er meint es immer gut. Nie im Streit auseinandergehen oder schlafen. 100% Vertrauen, keine Diskussion, all in. Akzeptiere Stärken und Schwächen des anderen. Das innere Kind leben, auch und vor allem gemeinsam. Und last but not least, Symbiose und Individualität. Beides zählt und beides wird akzeptiert. Also wenn jemand seinen Freiraum braucht oder so, wenn Jules dann spazieren geht oder so. Oder das ist das Schöne am Gespanntfahren, dass wenn ich so mal eine Stunde oder 2, 3 brauche Ich halt oder auch so, mit dem Auto wegfahren. kann bin Jules halt mit dem Auto flexibel. wegfahren Wenn oder es ich zum fahre mit dem Beispiel Auto weg regnet oder so. So schaffen wir das, auf 5 Quadratmeter uns nicht scheiden zu lassen. Das sind Also so es sind vor unsere allem Grundsätze. diese Grundannahmen. Also wir können da gerne noch mal ein extra Video zu machen, wie haltet ihr Ordnung, wer ist wofür verantwortlich oder sonst was. Aber das ist so quasi die mentale Haltung, so, Ja. wo man einfach sagt, so funktioniert es für uns. Und wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Jetzt sind wir natürlich super gespannt. Mega gespannt. Wie macht ihr es? Arbeitet ihr an eurer Beziehung? Denkt ihr darüber nach? Habt ihr Tipps und Tricks? Schreibt sie immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.